Moin! Ist das auch so heiß bei euch? Also die letzten Wochen hatten wir hier im Norden echt sagenhafte Temperaturen und ich habe jetzt in mehreren Foren gelesen, dass viele Leute überlegen, wie die Temperaturen im Camper bzw. im Wohnmobil, Expeditionsmobil, Wohnwagen oder wie auch immer runterzubekommen sind. Mit diesem Thema werden wir uns heute beschäftigen, und zwar werde ich meine Erfahrungen mitteilen. Ich habe nämlich eine Staukassenklimaanlage verbaut und ich möchte ein kleines Fazit über die Klimaanlage an sich geben, über die Wirkung, über die Funktion. Und ja, ich habe mich für eine Staukassenklimaanlage entschieden, und zwar Saphir Compact RS mit sehr guten, meines Erachtens nach, Maßen. Die Werte im Internet bzw. vom Hersteller, die passen auch. Überall wird angepriesen. Die Anlage kann mit einem 1000 Watt Sinuswechselrichter betrieben werden und geeignet bis einer Kofferlänge von 5,50 Meter. Ich habe genau 5,50 Meter, eine meines Erachtens nach sehr gute Isolierung. Umso mehr war ich am Anfang enttäuscht über die Kühlwirkung oder über die Kühlleistung der Klimaanlage. Ich nehme euch mal erstmal mit zum Staukasten und zeige euch, wie ich die Klimaanlage verbaut habe. Ja, hier ist das gute Stück. Da sieht man, wie ich die Luftleitung verlegt habe. Was ich positiv empfand beim Einbau, da ist eine Schablone mit dabei, weil im Unterboden müssen Öffnungen für hergestellt werden. Diese Gitter, die man sieht, und auch das weiße Loch, das runde, das ist Kondenswasserablauf, und die beiden silbernen sind Luftansaug und Luftauslass. Dann haben wir noch einen Ablauf. Hier aus diesem Bereich kommt relativ warme Luft raus. Deswegen habe ich auf dem Tank auch so ein Hitzeschild bzw. so ein Hitzeblech aufgeklebt, damit die Wärme nicht ständig die Farbe von einem Tank belastet. Jetzt gehen wir gleich in den Innenraum, dann zeige ich euch, wie ich die Leitung verlegt habe. Hier oben im Bereich der Sitzecke ist das noch provisorisch, also die bleibt da oben, wie die jetzt ist, aber der Ausströmer fehlt noch, weil der Schrank noch nicht fertig ist. Im Schlafbereich ist der Ausströmer da oben angebracht, wie man sieht, und genauso im unteren Bereich, das wird jetzt ein bisschen dunkel sein, das ist der Durchstich nach vorne. Da ist ganz vorne auch der Ausströmer drin, sieht man wahrscheinlich kaum. Aber das ist der kürzeste Weg. Hier ist Jackie sein Platz. Der hat den kühlsten Raum. Hat das auch mittlerweile auch rausgekriegt, dass es halt recht angenehm ist, wenn da Luft rauskommt. Die Steuerung der Klimaanlage läuft über so eine Infrarotfernbedienung. Ist recht simpel. Die Anlage an sich ist, ich sag mal, vergleichbar zu einer Dachklimaanlage, sehr leise. Aber ich habe, wie vorhin schon erwähnt, festgestellt, wenn der Koffer einmal aufgeheizt ist, also sprich, wenn er jetzt 2 Tage komplett in der Sonne stand und die Wände komplett durchgeheizt sind, von außen bis nach innen, also ich habe das mal durchgemessen, ich hatte innen drin die Wände bei 36 Grad gehabt, dann tut sich die Anlage sehr schwer, um die Temperatur irgendwo im Bereich 26, 25 Grad runterzukühlen. Oder beziehungsweise es dauert eine Ewigkeit.
Was ich echt unfair oder falsch finde von einem Hersteller, ist einmal die Angabe, dass die Anlage mit 1000 Watt Wechselrichter läuft. Ja, die läuft in der Tat, aber sobald ich die ein bisschen höher drehe, also sprich den Lüfter auf volle Leistung und auch die Temperatur, ich sag mal irgendwo 6, 7 Grad unter der Außentemperatur, dann haut die Anlage schon 1,3, 1,4 kW Strom weg. Und dieses mit Solar auszugleichen klappt bei mir auf jeden Fall. Aber auch nur dann, wenn die Sonne richtig steht und richtig ballert. Also wenn ich den Koffer jetzt über Tag nicht gekühlt habe und abends die Klimaanlage anmache, dann geht das schon auf die Batterien, weil die Sonneneinstrahlung halt oder die Sonnenenergie halt nicht ausreicht. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten geschrieben, die eine Split, also eine Hausklimaanlage mit dieser Split-Einbaufunktion, hätte ich beinahe gesagt, gekauft haben. Sprich eine Öffnung im Koffer haben, Wärmetauscher außen und den Lüfter innen. Da sind die Verbräuche bei 600, 650 Watt und die Anlage kühlt wesentlich besser, angeblich. Habe ich noch nicht ausprobiert, nicht ausgetestet. Vielleicht wäre das eine Alternative. Also für mich ist das eine Anschaffung, die, ich sag mal, für die Kühlleistung einfach zu teuer war. Die ist nicht verkehrt, also die läuft. Ich schaffe auch den Koffer jetzt, ich sag mal, bei diesen Temperaturen irgendwo auf 24, 25 Grad konstant zu halten, wenn ich die Klimaanlage morgens, sobald die Sonne da ist, einschalte, so dass der Koffer sich gar nicht aufheizen kann, sondern dass die einfach diese Raumtemperatur von 24 Grad hält. Sollte es irgendwann mal darüber hinausgehen, also sprich 28, 29 Grad, dann läuft die Anlage kontinuierlich und die schafft das nicht, die Temperatur nach unten zu korrigieren, um die gewünschten 5 Grad unter der Außentemperatur zu erreichen. Also in meinem Fall funktioniert es nicht. Dazu kommt ja, wie gesagt, der Verbrauch von 1,3, 1,4 kW bei voller Leistung. Und das sind so Aspekte, wo ich sage, ich habe mir da echt mehr vorgestellt oder habe mehr erwartet. Die bleibt erstmal drin. Also jetzt, wo ich seit über einer Woche oder 1,5 Wochen am Testen bin, weiß ich, wie ich mit dem Ganzen umgehen muss, wann ich die einschalten kann, wann ich die hochfahren kann auf volle Leistung und so weiter. Aber ich wäre begeisterter, wenn das einfach eine Anlage wäre, wo man sagt, Knopfdruck, die läuft unter 1000 Watt Verbrauch und ich kann die ganzen Tag laufen lassen, ohne danach gucken zu müssen. Das ist leider nicht so, weil sobald die Sonne weg ist und die mit ihren 1,3, 1,4 kW Leistung die Batterien leer zieht, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass ja, man genug Strom hat, um abends Licht anzumachen oder eine Waschmaschine zu betreiben oder zu kochen. Ja, das erste Video von mir mit Erfahrungswerten. Es werden noch ein paar andere dazu geben. Übrigens, ich habe euch ja vorhin die Gittern gezeigt unterm LKW, also die Luftausströmer von der Klimaanlage. Das fand ich auch von Truman Witz. Da waren einfach ein Kaninchendraht, so 2 Platten mitgeliefert, die man quasi am Koffer unten befestigen kann, um irgendwelche Mäuse oder was weiß ich abzuhalten, dass sie den Lüftungsschacht nicht hoch und runter klettern können. Bei einem Gerät für knapp 1500 Euro einfach mal so ein Kaninchengitter dabei zu legen, naja, deswegen habe ich die Platten ja selber gebaut, beziehungsweise die Gitter. Ich habe einfach eine Aluplatte genommen, Löcher reingebohrt, genügend, und die dann festgeklebt, weil dieses Gitter, das ist einfach ein Witz gewesen. Und naja,
So, das war es auch. Recht kurzes, knappes Video. Ich hoffe, dass jemand, der gerade am Spekulieren ist, ob er so eine Klimaanlage sich anschafft oder nicht, ein kleines Resümee von mir bekommt und auch so ein bisschen ein paar Denkanstöße und auch die tatsächlichen Werte der Anlage kennenlernt. In diesem Sinne, bis bald, wir sehen uns im nächsten Video.